Zweites Liga-Heimspiel in Folge gegen Neapel. Wir stehen wieder vor einer englischen Woche. Nächstes Spiel ist ein Champions League-Spiel. Von daher habe ich heute mal ein bisschen durchrotiert. Unter anderem habe ich Mo Dahoud aufgestellt, Rugani in der Abwehr, Buffon heute. Ja, sein Premierenspiel nach seinem Wechsel wieder zurück. Also der bekommt heute auch mal ein paar Einsatzminuten. Dazu vorne noch Larsson, der ja im letzten Spiel überragend gespielt hat. 2 Tore gemacht hat. Und jetzt bin ich gespannt. Der FC Turin ist auf der 1. Hat also bislang den Platz an der Sonne. Den wollen wir uns natürlich heute zurückholen. Schade auf der rechten Seite für Kulusewski. Und ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt. Auch wie Neapel spielt. Ich glaube, die werden ein bisschen stärker sein. Aber habe ich bei Lazio ehrlich gesagt auch gedacht. Und dann habt ihr ja gesehen am Ende, was bei rausgekommen ist. Ein deutliches 5:1. Neapel ist halt auch 5. oder 6. Und die laufen halt nicht gleich so druckvoll vorne an. Also bei Lazio war das ja echt, wie gesagt, von der ersten Sekunde an Pressing-Fußball. Neapel macht das nicht. Die stellen zwar auch vorne zu, versuchen es, aber nicht ganz so intensiv wie Lazio. Und die erste Chance jetzt. Vlahovic, spitzer Winkel. Schade. Erste Chance. Genauso stelle ich mir das aber vor. 2 Mannschaften, die hier wirklich hin und her sich Chancen erarbeiten, Chancen rausspielen. Und dann fehlt halt auch manchmal noch bei uns die Genauigkeit. Schade im Spiel nach vorne. Aber ihr seht auch Neapel, die kommen mit Druck. Das ist kein Abseits. Malen unter anderem. Die haben auch Daichi Kamada. Dazu haben sie in der Abwehr Simakan, also gefühlt die halbe Bundesliga. Und Abstoß. Also auch hier läuft noch nicht alles rund. Buffon im Tor natürlich. Wie gesagt, der Mann, der muss am Ende der Saison den Champions League Pokal in die Lüfte hochstemmen. Kostet es, was es wolle. Und wir jetzt wieder mit der nächsten Chance. Das ist richtig gut gemacht von Vlahovic und Larsson. Und da hätte Larsson auch gehen können. Schade, da war noch ein bisschen Platz. Schade, wäre ein schönes Tor geworden. Bisschen Pech gehabt, aber der kriegt noch seine Chancen. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Da bin ich ganz sicher. Und es geht wirklich auch, ja, mit der Dreierkette immer besser. Schnell hinten raus. Und dann ist halt die Idee auch vorne rein in die Spitze ganz schnell. Oh, schöner Pass. Larsson Ball halten. Dahoud, da ist er. Und Philipp Kostic. Das ist halt der Einzige, auch wenn er nicht ganz fit war, der hier durchspielt, weil so recht für links habe ich niemanden. Ich hätte Ake, das ist so ein junger Mann. Rabiot haben sie mir auch da angezeigt, warum auch immer. Di Maria hätte ich natürlich auf die Seite stellen können als Linksfuß, aber ich glaube so vom Tempo her, das ist nicht mehr so seins. Von daher lasse ich da nochmal Philipp Kostic schauen. Da muss ich ja gucken, ob ich in der Champions League dann dementsprechend umstelle. Eine andere Formation zum Beispiel, dann dafür wähle. Aber jetzt gucken wir erstmal für das Spiel hier. Vlahovic, schöner Ball. Ja, fehlt nicht viel. Fehlen immer nur ein paar Zentimeter bislang. Und halt dann diese Ungenauigkeit. Ne? Der Ball ist eigentlich sauber gespielt, aber dann in den Rücken. Wird auch ein Geduldsspiel hier. Ganz, ganz großes Geduldsspiel, aber wir stehen bislang richtig gut hinten. Alaba ganz besonders hat jetzt schon den 2. oder 3. Ball mal abgefangen. Und die Chance für Pogba, wenn keiner angreift. Da muss er aber schneller schießen. Da muss der Abschluss da viel früher kommen. Achtung, grätscht zu früh und jetzt die Chance. Buffon hat das gesehen. Ja, natürlich. Macht alles mit Auge. Ist auch nicht mehr der Schnellste, aber der ist 44 und spielt immer noch. Für seinen Herzensclub, das ist so ganz klar. Da gibt er auch sein letztes Hemd. Viel Ballbesitz, aber noch wenig Gefahr nach vorne. Vors Tor. Der eine Lattenschuss von Larsson, gut. Mal ausgeklammert. Ist bislang noch nicht so viel zu sehen. Aber was ja nicht ist, das kann ja noch werden. Vielleicht kann man Winger. Ja, schade. Und auch bei Neapel, die halten sich gar nicht lange hinten auf. Also auch da geht es ganz schnell und zielstrebig nach vorne. Sehr geradlinig. Und dann natürlich die Chance, aber es ist abseits, ja. Gut gesehen, gut gestanden von Politano. Das ist auch nicht so verkehrt. Malen vorne und Politano.
Da hat unsere Abwehr auch ein bisschen was zu tun. Aber genauso auch die Abwehr von Neapel. Auch wieder schnell, hier haben wir ganz schön viel Platz. Und dadurch, dass sich Vlahovic halt auch immer mal fallen lässt, entstehen auch solche Lücken hier. Und jetzt muss er wieder rein irgendwo. Wo ist er denn? Oder Larsson, lässt er sich fallen? Da ist er! Mit dem Halbzeitpfiff das 1-0 fast. Und Larsson, der schwebt momentan auf einer Erfolgswelle. Die muss er mitnehmen in seinen jungen Jahren. Das ist richtig gut für seine Entwicklung. Hier, lässt sich fallen, zack, wartet am 5-Meter-Raum und dann mit ein bisschen Glück und mit dem Innenpfosten rein. Das ist halt zurzeit das Glück, was wir haben, dass die Bälle dann auch reingehen und nicht noch rausspringen. Sehr, sehr schön. Daniel Larsson sein. Weiß ich nicht, wie viel das Tor müsste jetzt auch sein 5. sein, mindestens, glaube ich. Auf jeden Fall die Führung kurz vor der Pause. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Ich glaube, das geht auch in Ordnung. Kann man auf jeden Fall so machen. Schade, steht nicht dabei, dass wie viele Saisontor das ist. Müssen wir uns dann am Ende selber mal errechnen oder selber mal nachgucken. Also 1:0, schnelllebiges Spiel, wie ich finde. Neapel, da war Saic Kamada nochmal als Beweis. Die machen gar nicht so viel verkehrt, finde ich. Die haben halt jetzt hinten einmal geschlafen. Und ansonsten sieht das gar nicht so verkehrt aus, was sie machen. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so viele Schüsse. Ja, doch 5-0 Schüsse, viel Ballbesitz. Weniger Pässe, aber es ist ja egal. Es geht ja bei uns schnell und geradlinig nach vorne. Deswegen habe ich so wenig gespielte Bälle. Jetzt würde ich zum Beispiel die Maria gerne reinbringen. Frage ist, kann der auch links spielen? Die Frage ist, ob Schade auch links spielen kann. Was macht das hier? Wenn die ihn jetzt zum rechten Mittelfeld Spieler... Oh, warte mal, so. Naja gut, der hat 66 Tempo, da ist halt nicht mehr viel. Beziehungsweise jetzt noch 64 mit der -2. Wir lassen das mal so. Und wir haben ja immer noch Zakaria, Chiesa. Ich würde auch Zakaria mal für Pogba reinbringen, dass der geschont wird. Und dann haben wir halt immer noch Kulusewski. Wir können auch einen Piazza reinbringen. Einen Gertruida für einen Bremer zum Beispiel. Also da haben wir auch viele Möglichkeiten zu wechseln. Vielleicht auf dem Niveau von Dortmund nicht so ganz. So ähnlich, aber auch immer noch gut. Aber trotzdem, aufs Zweite gehen, das ist dann halt auch wieder unser großes Problem, was wir haben. Dass wir nicht aufs Zweite gehen und dann am Ende, wisst ihr ja, wie es da manchmal ausgeht. Dann kommt der Gegner einmal vors Tor und das ist richtig gut. Und Buffon zeichnet sich aus. Der hat sein Alter hinten auf dem Rücken stehen. 44 sehe ich jetzt erst sogar. Ja, hat die 44. Aber egal, Ecke kommt. Oh, gefährlich. Müsste Malen gewesen sein. Ja, schöner Kopfball. Alaba wäre vielleicht da gewesen. Backt sich so ein bisschen durch den Pfosten. Aber ein Fußballer ist so wie ein Wein, ne? Je älter, desto besser. Desto reifer wirkt er. Mehr Erfahrung und so weiter. Das ist auch nie so ganz verkehrt im Fußball. Nächste Chance, die Maria. Ja, im 1 gegen 1 ist halt auch nicht mehr so schnell und so wendig. Das war einmal vor 2, 3 Saisons. Aber ihr seht, Fehler und Larsson! So einfach kann es gehen. Hier einmal Pressing gespielt von unserer Seite. Zack, Ballgewinn. Dahoud in die Mitte und Larsson, das ist halt momentan der Spieler der Stunde bei uns, ne? Den müsste ich eigentlich von Anfang an immer bringen. Genau an dem Knie vom Keeper vorbei und dann so, dass er reingeht. Schönes Tor. Aber halt auch ein ganz einfacher Fehler. So früh in der zweiten Halbzeit. Das könnte durchaus schon so etwas wie der Genickbruch gewesen sein für Neapel, aber die machen einfach weiter. So schnell abschreiben dürfen wir sie, glaube ich, nicht. Achtung, Chance kommt! Und schon ist der Anschlusstreffer da. Und was für ein schöner. Gerade noch davon erzählt, ey. Ich rede die Gegentore auch wieder herbei. Das kann ich auch übrigens ganz gut. Und Zielinski, ja, war nicht schlecht. Muss man dann auch mal zugeben. Mit dem Außenriss und Buffon versucht halt alles, aber da hilft ihm auf die ganze Erfahrung nichts. Der war einfach gut geschossen. Ob der Neuer mit seiner Körpergröße gehalten hätte? Weiß ich nicht. Und auch er natürlich sein erstes Tor. Das setzt sich ja auch in Italien fort, wenn Gegner gegen mich treffen oder Spieler
dann schießen sie meistens ihr Premierentor. Und das ist auch dann immer gegen mich. Immer. Aber Chance, um wieder zurückzuschlagen. Dahoud diesmal. Nächste gute Chance. Wir brauchen nochmal ein Tor nach einer Ecke, ne? Hatten wir noch nicht. Di Maria, der kann immer noch. Komm. Schlag mal da ein schönes Ding rein. Jawohl, Pogba. Nochmal Larsson. Di Maria. Oh. Rainbow Flick. Nee. Wie nennt man das? Okocha? Nein. Wie heißt der Trick? Doch, Rainbow, oder? Das war doch gerade der Rainbow-Trick. Auf jeden Fall schade, dass der da nicht angekommen ist. Aber jetzt, Dahoud. Und da ist er wieder. Da ist wieder Larsson. Nee, aber das ist noch nicht so seins. So dieses mit der Seite zirkeln, dann lieber drauf schießen bei ihm. Das mit der Seite so in die Ecke platziert schießen. Das ist mir auch gegen Lazio schon aufgefallen. Da hat er eine Situation gehabt, da hat er den Ball gefühlt an der Eckfahne geschossen. Oh, aufgepasst. Ist wieder ein bisschen zu luftig verteidigt. Ping-Pong im Strafraum. Jetzt stehen wir hinten drin. Jetzt kommen wir nicht hinten raus. Neapel schnürt uns hinten ein. Wieder Zielinski und die Chance. Und Buffon ist da. Nach dem Schuss von Politano. Also ihr seht, Neapel macht jetzt Druck. Werfen jetzt Lozano rein, den sie dann auch auf der Bank lassen können. Scheinen ja auch eine gute Bank zu haben, denn. Was willst du da machen? Achtung. Politano, ganz einfach gemacht. Und wieder Buffon. Der uns jetzt gerade so ein bisschen den Allerwertesten rettet hier. Zack, da kriegt er die Plauze gerade noch hoch. Ja, und schön mal meckern. Freu dich und dann mecker mal deine Vorderleute an. Das geht zu einfach, das darf nicht sein. Achtung, da kommt er raus. Oh. Wäre ein Fehler gewesen. Achtung, nächster Fehler von uns in der Abwehr. Und Daniel Mahlen mit dem Ausgleich. Und Geschichte wiederholt sich so ein bisschen. Wir führen 2-0, sind eigentlich die überlegene Mannschaft. Wir haben alles im Griff und dann lassen wir uns echt innerhalb von 20 Minuten hier den Schneid wieder abkaufen. Auch da kann Buffon natürlich nichts machen. Das ist dann halt auch gut gespielt, ne? Weil wir wieder hinten schlafen, weil wir nicht rechtzeitig hinten rauskommen. Und den kannst du dann halt auch nicht halten. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Na gut, bringen wir mal Gertruida für Rugani. Ich überlege mal gerade, ob eine Systemumstellung vielleicht noch was bringen würde. Was ist hier mit dem 4-2-3-1? Na gut, dann würde Di Maria links Verteidiger spielen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber den will ich jetzt auch nicht gleich wieder rausnehmen. Schade. Ja, der kann nicht Rechtsverteidiger. Der kann nur rechtes Mittelfeld. Tja, das ist schade. Warte mal, wenn wir hier hinten Kamavinga reintun vielleicht. Vielleicht kriege ich das irgendwie ein bisschen gedeichselt. Und wenn ich Dahoud jetzt hier hinstelle. Moment mal. Schön ruhig bleiben. Dann kommt Schade hier hin. Guck mal, dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Larsson muss dann halt links spielen. Da würde ich jetzt aber dann Chiesa reinbringen und rechte Seite Kulusewski. Kulusewski rein. Und dann würde ich hier nochmal alles probieren. Mal mit einer Viererkette. Mal schauen. Aber so standen wir halt, glaube ich, ein bisschen zu offen in den letzten paar Minuten. Ich probiere es einfach. Ob es was bringt, wird man sehen. Aber ihr seht, es wird nie langweilig bislang. Überall Spektakel, viele Tore. Dann auch für den Gegner leider. Aber ist ja noch nicht Schluss. Kulusewski gerade eingewechselt. Erste Chance. Und noch eine Viertelstunde. Bin sehr, sehr gespannt jetzt, wie das 4-2-3-1 läuft. Jetzt haben wir erstmal Vlahovic allein gegen alle. Da kommt Chiesa, die beiden. Oh, im Zusammenspiel. Ach, der kommt durch. Okay. Hatte ich gerade ein bisschen falsch gesehen. Kamavinga. Und da ist Vlahovic. Natürlich liegt der quer in der Luft. Schade, aber damit erzeugen wir jetzt auch ganz schön viel Druck. Stehen hinten in der Abwehr. Oh, wie lange die auch wieder Vorteil geben, ne? War eigentlich schon längst gespielt. Längst vorbei der Vorteil. So, die nächste Chance. Neapel durch die Dreierkette ein bisschen hinten aufgelöst. Vlahovic. Oh, warum spiele ich da nochmal zurück? Pogba, Kulusewski. Jetzt mit links vielleicht. Ist auch zu kompliziert, aber gut nachgesetzt. Dahoud, Kulusewski.
Di Maria und wieder Kulusewski. 83. 3-2. Da wirst du doch bekloppt. Richtig schön gespielt da. Kulusewski mit Di Maria zusammen und dann Kulusewski endlich mal mit links rein ins Tor. Das kann er eigentlich auch besser. Das muss er auch häufiger machen. Und dann würde ich ihm auch häufiger den Torerfolg gönnen aus so einer Situation. Dejan Kulusewski. Es wird wirklich nie langweilig bislang. Es ist immer was geboten, immer viele Tore. Spannung bis zum Schluss. Und das 4-2-3-1, das ist wirklich richtig stark, sehr, ja, überlegen sogar. Also, seitdem wir das spielen, Neapel, weiß nicht, ob die mit einer Dreierkette spielen, sieht so aus. Sind die damit leicht überfordert, würde ich sagen. Di Maria, da ist Kamavinga, hinten ist Vlahovic und auch Chiesa. Ah, schade. Hätte fast den Einwurf gegeben. Jetzt kommt nochmal Zakaria. Für Pogba rein. Und dann hoffe ich, dass wir das jetzt hier noch 5 Minuten über die Zeit kriegen. Forsberg kommt auch nochmal rein für Zielinski, ja. Damit wir uns oben festsetzen, dass wir Turin wieder überholen. Dass wir auch unseren nächsten Gegner dann Inter hinter uns lassen. Das wird auch ein richtig schönes Spiel. Dann bei Inter im San Siro. Das wird richtig viel Spaß machen. Das macht auch richtig Spaß. Und Di Maria jetzt mit der Chance. Und das ist die Entscheidung. Das Tor in letzter Minute, 4-2. Das Ding ist gegessen. Und Buffon, schön. So muss er sich am Ende auch freuen. Wenn wir Meister werden, wenn wir die Champions League gewinnen, genau so möchte ich den da rumflitzen sehen. Na klar haben wir jetzt viel Platz. Sie wollen nochmal alles riskieren. Ist wie immer, machen Pressing. Und das 4-2-3-1 gegen Mannschaften, wenn sie mit einer Dreierkette gespielt haben, muss ich mal am Ende gucken. Dann scheint das auch was zu bringen. Also am Ende dann doch wieder deutlich 4-2. Was macht er jetzt? Achso, war abseits. Spielen wir runter. Hier gibt es 4 Minuten Nachspielzeit. Oha, das ist ja Neuland für mich hier. Egal, da spielen wir jetzt auch runter. Auch wieder viele Tore, viel Spektakel, aber wenn am Ende immer ein Sieg bei rumkommt, dann soll mir das völlig egal sein. Dann habe ich am Ende ein Torverhältnis von 70-50, bin aber Meister. Vielleicht nicht mit dem Torverhältnis, aber okay. Nächster Sieg. Gute Vorbereitung fürs nächste Champions League Spiel. Da müssen dann auch 3 Punkte her. Und Malen kann selber gar nicht fassen. Aber mit dem 4-2-3-1, da kam die Wendung und auch Di Maria hat ein bisschen neuen Impuls gebracht. Von daher alles super. Sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Inter gegen Lazio. Die anderen haben auch alle knapp gewonnen. Die sind immer knapp, die Ergebnisse bislang. Also klar, bis auf wir gegen Lazio und AC Mailand, als die 5-1 bei Udine gewonnen haben. Aber ansonsten ist das eigentlich bislang sehr, sehr spannend, sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal Liga. Wie es ausschaut, genau. Punktgleich. Wir gehen also punktgleich ins Topspiel. Beide dieselbe Tordifferenz. Wir haben nur ein paar Tore mehr geschossen als Inter. Dann Turin, Bergamo, Rom sind auch noch ganz eng beieinander. Hellas Verona so ein bisschen überraschend. 6. Platz. Wer ist da für unten so von den Teams? Der Lazio halt, ne? Das überrascht mich wirklich. 18. Parma, 19. Genua, 20. Okay, Florenz ist 9. Neapel 8. Rom kommt auch immer weiter nach oben. Also, spätestens wenn wir gegen die spielen, wird das richtig interessant. Ich freue mich jetzt erstmal aufs Champions League Spiel. Dann verteidigen wir hoffentlich die Tabellenführung und dann haben wir doch bislang eine richtig gute Hinrunde gespielt, die auch dann schon gefühlt bald wieder vorbei ist. Also lasst ein Like da, kostenloses Abo für mehr Juve-Spiele, für mehr Spektakel, für mehr geile Tore. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Bleibt gesund. Ciao, ciao.